Das heutige Video wird mal ein bisschen anders als die bisherigen. Denn heute bin ich mal nicht alleine unterwegs. Okay, ja. Nachdem ich mich jetzt auch mit der Technik endlich auseinandergesetzt habe, kann ich euch den Master des Kanals vorstellen. Allgemein bekannt unter dem Namen Chris. Ich wusste noch nichts von diesem Intro. Ich bin gerade so ein bisschen... Oh Gott. Ja. Ich bin Chris. Hallo. Ja. Chris ist ein unerschrockener Motorradfahrer. Ach du Scheiße. Was kommt denn jetzt? Wagte sich bisher alleine und mutig in unbekannte Welten, um sein Revier zu erweitern. Und wir wagen nun ein Experiment. Es kriegt nun ein unerschrockenes, aber unerfahrenes Weibchen an seine Seite. Ja, ich übernehme dann einfach mal. Jetzt muss ich natürlich überlegen, was erzähle ich euch jetzt eigentlich noch, was Kathi noch nicht erzählt hat. Wir fahren heute entlang der A und zwar nicht einfach nur irgendwo stumpf die A entlang, sondern von der Quelle bis zur Mündung. Und wo entspringt die A? Keine Ahnung, werden wir jetzt herausfinden. Wo sind wir denn hier? Ach, in Blankenheim. Aha, danke schön. Das sagte ich doch schon. Hast du denn nicht gesehen, dass da auf dem Schild steht Quellort der A? Och, Kathi, also Mensch, das üben wir nochmal. Ja, wir fahren heute einmal komplett die A entlang, sind ja nur knapp 90 Kilometer bis zur Mündung in den Rhein. Und wir stehen quasi schon an der A, denn dieser kleine See hier wird von der A gespeist. Die A entspringt irgendwo da, unter irgendeinem Fachwerkhaus. Mal gucken, ob wir es finden. Ich warne euch noch flott vor. Kathi hat eben beschlossen, dieses Video wird anders als meine seriösen bisherigen Reisereportagen. Ja, seriös. Was? Dieses Video wird etwas spaßiger. Also denkt euch nicht, oh, der Chris, der macht jetzt einen auf RTL und Bild-Zeitung. Nein, nein, natürlich. Das kommt allein von mir. Ich bringe das Niveau runter, ne? Genau, von mir wird natürlich weiterhin nur Qualitätscontent kommen. Also nicht, dass ihr da irgendwie Sorge Qualität. habt. Warum habe ich dich nochmal mitgenommen? Spaß! Ah. So, jetzt fangen wir aber endlich mal mit besagtem Qualitätscontent an. Mit mir wird das jetzt wenigstens wirklich mal Qualitätscontent. Ha, ha, ha. Trotzdem schön, dich dabei zu haben, Kathi. Ja, willkommen in Blankenheim, bekannt für seinen historischen Ortskern aus Fachwerkhäusern. Die A entspringt unter dem Fachwerkhaus hier in der Mitte und startet von dort ihre 85,1 Kilometer lange Reise bis zur Mündung in den Rhein. Die ersten Meter kann man ihr noch oberirdisch folgen, ehe sie Blankenheim unterirdisch durchquert. Ja, die A-Quelle, wir würden gerne irgendwie in die Kamera lächeln, aber mit dem starken Gegenlicht. Ja, bleib mal genau so. Ja, der Vorteil, klein zu sein. Ja, da hat man seinen Sonnenschirm immer direkt dabei. Oh Mann. Ich bin ein großer Fan von schiefen Hausfassaden. Das ist doch knuffig. Und obwohl erst Samstag ist, gegenüber haben wir dann das Wort zum Sonntag. Auch nicht schlecht. Wirklich ein schönes Städtchen, ich persönlich empfehle aber Wechselkleidung. In Motorradkombi den Berg zur Burg rauf ist wirklich anstrengend. Dann wollen wir aber mal endlich mit der Tour starten. Vorausgesetzt, Kathi wird auch irgendwann mal fertig. Ja, hetz mich nicht. Und dann geht's los. Die A wird uns dabei die meiste Zeit als Bach und später als Fluss am Rand der Straße begleiten. Und dank des Regens der letzten Wochen explodiert die Natur gerade im satten Grün. Und während Chris mit seinem Riesenmückenvieh unterwegs ist, nutze ich die Zeit, um meine Computerbräune mal endlich durch richtige Bräune zu ersetzen. Und seit diesem Moment ist mein Spitzname für seine Drohne Riesenmückenvieh. Weit kommen wir aber nicht, denn kurz hinter Blankenheim müssen wir baustellenbedingt schon den ersten Umweg fahren. Ja super, das fängt ja gut an. Aber die Umleitung führt durch den sprichwörtlichen Bildschirmhintergrund von Windows XP. Erinnert ihr euch, den mit der grünen Wiese und dem blauen Himmel? Genau so wirkt es hier. Eigentlich eine tolle Landschaft. Das wäre jetzt aber nicht das Erste, was mir eingefallen ist, aber ja, jetzt wo du es sagst, es stimmt definitiv.
Und ein paar Kilometer weiter kommen wir auch schon wieder zurück auf die Bundesstraße entlang der Ahr. Beim Misch habt ihr jetzt die quasi einzige Gelegenheit, auf der Route mal falsch abzubiegen, denn ihr fahrt entlang der Ahr eigentlich immer nur dieselben zwei Straßen entlang. Die Ahr fließt mittlerweile als kleiner Fluss gemächlich dahin. Komm, Kathi. Komm, alle Welt wartet auf dich. Das wird nur schlimmer. Noch zu dumm, sich einen Handschuh anzuziehen. Also wirklich. Nee. Ja, probier das mal, wenn das Innenfutter die ganze Zeit mit rauskommt. Nee. Ich komm nicht in meinen Daumen rein. Ja. Immer sind's die anderen schuld. Tess, ich fahr schon mal, okay? Ja, wie gesagt, kannst du nur noch Stunden machen. Ahua! Holt euch keine Handschuhe mit beweglichem Innenfutter. Schwitzt man nur ein bisschen, kommt man da nie wieder rein. Und weil wir mittlerweile etwas Hüngerchen bekommen haben, machen wir Mittagspause auf einer wunderschönen Wiese direkt an der Ahr. Sag mal, wo läufst du lang? Sehr schön hier. Da Kathi ihre Mühle schon fast trocken gefahren hat, lasse ich uns von meinem Navi zur nächsten Tanke lotsen. Womit ich aber nicht gerechnet hätte, dass wir dafür 5 Kilometer über eine Rumpelpiste durch den Wald auf einen Berg hoch müssen. Ach, beschwer dich nicht. Das hat doch Spaß gemacht. Ich bin die Strecke schon mal gefahren und habe mich wirklich riesig gefreut, dass wir da lang sind. Das war ein wirklich glücklicher Zufall. Ah, geil. Dass wir hier durchgefahren sind. Hör mal, der Hammer. Das ist laut meinem Navi wirklich die nächstgelegene Tankstelle gewesen. So ist es schön. Aber Wahnsinn, hey, was für eine Straße. Und dann mitten durch die Walachei geeiert. Aber ich glaube, da müssen wir hier nochmal hin. Furchtbar, ja. So, dann schaffe ich es auch wieder zurück. Ja, Gott sei Dank. Ja, fahren wir den ganzen Kladderadatsch mal wieder zurück. Oh Mann, was für eine Juckelei. Und ab jetzt sind wir auch wieder an der Ahr. Die Landschaft wird langsam bergiger, wir sind allerdings noch nicht in den Weinbergen, denn noch sind die Täler herrlich grün und dicht bewaldet. In Schuld zeigt sich, dass man nicht immer nur nach Gespür fahren sollte, sondern auch mal ruhig sein Navi benutzen darf, denn ich verpasse die Abzweigung. Statt direkt weiter nach Insul zu fahren, wollen wir eigentlich einen Umweg durch die Berge fahren, der gemessen an den vielen Motorradfahrern auf dem Weg auch äußerst beliebt ist. Also schnell zurück und in die richtige Straße rein. Und schon wieder drehen wir um. Ihr müsst wissen, das macht der öfter. Tja, du wolltest doch mehr Kurven. Da hast du sie.
Wir kommen als nächstes nach Altena, bekannt für die Schleife, in welcher die Ahr hier einmal um den Ort fließt. Und ab hier kennen Sie auch den Rest der Strecke bloß noch ein Thema: Wein. Wir nutzen das schöne Wetter und vertreten uns etwas die Füße. Es ist lecker warm und entsprechend schweißtreibend. Und Kathi mogelt. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Du kannst auch gerne einen Rock anziehen. Ja, ich ziehe auch den nächsten Rock an. Ist gut. Hält keiner von auf. Ja, doch. Sollen wir dann mal zusammen shoppen gehen? Unbedingt. Männerröcke kaufen. Ja, ich kriege einen Schottenrock. Ja, aber dann wenigstens unten ohne. Ja, natürlich. Ich wusste auch mal, wie der Ort da oben heißt. Ich vermute mal, das ist das Teufelsloch. Ich weiß es aber nicht genau. Am Ende laufen wir für nichts darauf und ich bin jetzt schuld. Naja, wenigstens ist der Weg kurz und knackig. Ja. Aber schön, wir kommen so langsam in die bergige Region. Tja, da haben wir allerdings bis da hinten noch ein paar Meter vor uns. Vollkommen außer Atem. Ja, es ist aber auch nicht fair. Kathi macht sich hier frei und ich in der dicken Kombi. Kann ich nichts für. Oh. Mann, Mann, Mann. Wisst ihr eigentlich, wie das Teufelsloch an seinen Namen kam? Dazu gibt es mehrere Sagen. Die bekannteste: Der Teufel und seine Großmutter, ja, kein Witz, sollen in einem Haus am Berg gewohnt haben. Eines Tages waren sie Holzhacken und gerieten so sehr in einen Streit, dass die Teufelsoma sich auf ihren fliegenden Besen schwang und davonflog. Der Teufel warf in seiner Wut die Axt hinterher, verfehlte sie aber und die Axt schlug das heutige Teufelsloch in den Berg. So, jetzt sind wir den ganzen Kladderadatsch wieder runtergelaufen. Folgendes passiert: Eisenbahnbrücke, Klein Kathi. Ja, schön. Und jetzt komme ich. Du bist halt so groß für diese Welt. Vielen Dank. Wann ist diese Brücke denn gebaut worden? Also, Chris, lächel doch mal. Ja, ist ja gut. Tu ich doch auch. Hin und wieder mal. Schnell das Thema wechseln und weiterfahren. Ab Altena fahren wir jetzt durch das weitläufige mittlere Ahrtal mit den markanten Weinbergen links und rechts der Straße. Quasi jedes Unternehmen beschäftigt sich hier in irgendeiner Art mit Wein und zwischen Rech und Dernau fährt man hier auch mal ein paar Meter nicht direkt an der Ahr entlang, was auf der ganzen Tour nur ein paar Mal vorkommt. ja, Drohnenpause und Kathi macht es sich wieder bequem. Aber auf die Idee muss man doch erstmal kommen, sich so aufs Moped zu legen. Das ist super bequem, bis auf den Kopf. Nicht schlecht. Ja, gut. Ja, nicht mal, genau. Ja. Ja, besser. Ja, tut mir leid, ich muss Drohne fliegen. Vorsicht. Hat die es gut. Endlich ist meine Größe auch mal für was gut. So, dann haben wir hier die Weinköniginnen 2010, 2011, 2012, 2013. Und wen haben wir hier? 2021. Kommt drauf an, was für Wein wir noch finden. Gucken wir mal. Fahren wir mal weiter. Denn wir können natürlich nicht ohne Souvenir nach Hause fahren. Daher steuern wir in Dernau noch ein Weingut an. Teil der Weinhandlung ist auch ein alter Weinkeller, in dem Dutzende alte Fässer lagern. Heimlicher Star ist hier für mich aber die alte Elektrik, die zwar hart gelitten hat, aber anscheinend immer noch funktioniert. Ab Dernau verliert die Gegend allerdings schnell viel von ihrem Reiz. Die Weinberge bleiben zwar, es wird in Richtung Bad Neuenahr aber alles urbaner und weniger ländlich. Daher geben wir Gas und fahren direkt durch bis zur Mündung der Ahr zwischen Sinzig und Remagen.
Wir parken bei der Fähre über den Rhein rüber nach Linz und nehmen die letzten paar Meter zur Mündung zu Fuß in Angriff. Und dann sind wir am Ziel unserer Tour. Nach 85 Kilometern fließt die Ahr hier in der sogenannten Goldenen Meile in den Rhein. Übrigens eine der letzten erhaltenen naturnahen Mündungen in den Rhein. Der Rhein ist dank der Regenfälle der letzten Wochen gut gefüllt, vom Kiesstrand ist nicht mehr viel zu sehen, aber wir finden ein schönes Plätzchen, um noch ein wenig die Füße hochzulegen. Zeit für ein Fazit. Ach ja, wir haben mittlerweile die Mündung der Ahr erreicht. Hinter uns fließt der Rhein entlang. Es war ein langer Tag und wir werden auch langsam so ein klein bisschen müde. Deswegen mal gucken, wir sitzen hier noch ein paar Minuten, legen ein wenig die Füße hoch. Aber die wichtige Frage ist, Kathi, wie hat es dir gefallen? Ja, ich fand's gut. Schön, durchaus. Es war wirklich, wir hatten wunderbare Landschaften, die wir durchfahren haben. Hier und da fehlten mir aber ein bisschen die Kurven tatsächlich. Die haben wir außen vor gelassen. Mehr zwischen den Weinbergen als über die Weinberge drüber, ja. Ja, kleiner Tipp, wenn ihr die Tour selber fahren wollt, fahrt sie 2 Tage, teilt sie auf. Wir haben unterwegs 1, 2 Sachen links liegen lassen, einfach weil wir sonst immer noch unterwegs gewesen wären. Und so langsam kommen wir an den Punkt, es reicht. Von daher, 2 Tage ist eine gute Zeit für die Distanz. Dann hat man auch wirklich alles gesehen. Und ansonsten freue ich mich, dass ich da ein schönes Video von kriege. Ja. Hier mit meiner Doku-Tante. Das beste Video. Das beste Video. Deswegen, ich muss ja jetzt auch mal ein bisschen Werbung für den Kanal machen. Wenn ihr wollt, dass Kathi in der Welt gesehen wird, lasst einen Daumen da, ganz genau. Ach Gott, nein, sie hat doch für ihre erste Doku eine gute Figur abgeliefert. Besonders das improvisierte Intro hat Eindruck hinterlassen. Alles super. Von daher würde ich sagen, wir satteln gleich wieder die Rösser, radeln mal zurück Richtung Heimat und danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Tour. Ich habe keine flachen Steine mehr. Oh, der sieht gut aus. Da habe ich tatsächlich auch 3 Mal oder so.